Herzlich willkommen zurück zu Steelrising, zur Hauptaufgabe, den Automaten auf dem Mormonenhof besiegen. Jetzt weiß ich nicht, ob da mehrere gemeint sind oder wahrscheinlich ein großer Boss. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und ja, das ist wahrscheinlich dann auch schon das Finale, ne? Eventuell. Das ist der Ernst. 2 Stück gleich, Alter. Ja, Alter, was geht denn? Die rumsen aber übelst dran. Ja, 2 Stück Bill pervers von denen, Alter. Das ist schon bodenlos, 2 Stück, Alter. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Liegen irgendwelche Sammelobjekte hier? Nein. Okay, jetzt müssen wir versuchen, nur einen auszulösen. Ja, das schaffen wir nicht, Alter. Hey! Alter. Bist schon ein ganz schöner Wichser, weißt du das? Boah. Hier ist was los, Alter. Natürlich. Du erwischst mich ja nochmal, Alter. Spezialfähigkeit auslöst und schnell in Deckung, Alter. Das funktioniert bei dem Spiel einfach nicht, Alter. Das ist so behindert. Was willst du denn das jetzt noch machen? Also was Behindertes. Du hast den Gegner markiert, normalerweise müsste er switchen und das macht er einfach nicht. Guck mal, die sind immer noch verbuggt. Was soll denn das? Also jetzt bin ich gespannt, ob jetzt nochmal ein großer Kollege kommt. Hier vorne ist auf jeden Fall nochmal ein Checkpoint. Ich sehe ihn doch schon. Da vorne ist er, oder? Ach nee. Das war nur eine Skulptur.
mal einen Point in Gewandtheit. Na, wir müssen da runter, okay. Das können wir nicht aufmachen, andere Seite. Gibt es da noch was zum Einsammeln, eventuell? Ja, nein, vielleicht. Nö. Nö. Okay. Boah. Wow. Übertreib. Ja, moin. Jetzt auf einmal. Auf einmal siehst du mich. Da war clean. Wir müssen hier lang, okay. Theater. Nö, hier gibt's nichts. Okay. Dass man ja jedes Mal aus so einer Pussy ist, Mann. Ja, jetzt sind alle geschockt. Wie unfair ist denn das? Komm raus, du Schwanz. Gammelt da ja hinten rum, Alter. Im Gestrüpp. Hä, gefühlt laufen wir fast den gleichen Weg nochmal zurück, ey. Was soll denn das? Lass mich doch mal hier durch. Die Spinnen sind halt auch so überflüssig. So, und das ist jetzt das Theater, okay, wo wir diesen Auftritt gesehen haben. Dann sind wir ja der Sache schon sehr nah. Ja, danke dafür, dass du die Dinger kaputt kriegst. Schmeckt.
Jetzt kriegen wir nochmal einen Verstärker, Alter. Kurz vor dem Ende, im Ernst. Ne, wir müssen hier lang. Es geht nicht anders. Alter, wie sich der Weg hier zieht, ne? Krass. Wow, yo. Hier gibst du auf jeden Fall einen richtigen Kombo. Gibt's hier oben noch was Schönes? Jetzt Schilder noch ein Hund, oder? Ja, Mann. Wieder Haufen Hunde. Ja, ja, Buffy, mach mal ruhig, Alter. Oh, ja, boah. Komm mal eine Fiole rein, ich hab Angst. Vier Stück sind schon ein bisschen eklig. 4 Stück Nerven. Okay, hier oben gibt es nichts zu holen, oder? Können wir mal hier runterlaufen, dann kommen wir auf den normalen Weg. Oh, mein Rücken, Alter, oh mein Gott. Das sieht doch mal nach einem Kampf aus hier, oder? So richtig schön hier. Orangerie. Ah, nee, ohne, Alter. Aber wie viele Gegner hier bitte schön kommen, Alter. Halt doch die Fresse, Alter. Hier unten ist einer oben auf der Treppe. Genau. Du springst sonst wohin, willst du das übelsten Hit. Alter! Sehen Sie, da bin ich gerade extrem unkonzentriert, oder die Typen, die boxen nochmal komplett rein hier. Ja, wir müssen da hoch. Wir cleanen erstmal kurz hier unten. Wollen ja mal ein bisschen was sehen hier von Versailles. Versailles, wie auch immer. Ah, das ist auch noch so ein Brudi, Alter. Digga, haut er mir mit seiner Kochkelle mehr übelst in vor den Helm. Machst du dir kein Bild? Komm, spuck jetzt mal was Ordentliches raus. Ein Bismutblock. Süß. Auf jeden Fall sind wir, wenn da oben ein Titan kommen sollte, für den sind wir auf jeden Fall schon ready. Schön warm gespielt. Oh, das war knapp. Wow. Lass mich jetzt mal wieder kurz aufladen. Ich habe gerade überlegt, ja, das muss ja der Weg sein. Es geht ja nicht anders. Ab auf den Brunnen, hier mal rüber. Ja. Geht's ja aufzuschließen? Nee.
könnten jetzt auch nochmal... Eigentlich könnten wir das machen. Wir könnten jetzt hier vorne nochmal an den Checkpoint gehen. Kurven noch bei Ölfilionen. Und dann geht's weiter. Boutique kaufen. Obwohl... Vielleicht können wir noch mal was in den Skillbaum pumpen. Ne, können wir nicht. Scheiße. Scheiße, ey. Wie viele Ölfiolen dürfen wir überhaupt noch kaufen? Ja, ich habe ewig keine... Oh, 132. 10 Stück lang. Wie viel haben wir da jetzt? 41 Stück. Okay. Das reicht. Das reicht. Alter, das ist voll laut. Okay, hier liegt ein Echo. Und wir müssen hier rein, oder was? Madame, the Estates General brandish the threat of rebellion. There is plotting afoot. They are stirring up the populace. Worse, they are making pacts. A number of representatives of the nobility and the clergy have taken up the cause of the Third Estate. As for my army, there is not a man among them I can trust. That is why I have made new arrangements for you. From now on, the Swiss Guard will no longer be protecting you. Then who will, my love? Take a look for yourself. Be assured you are in sturdier hands. Whatever do you mean? Isn't that Claudia? Monsieur Vaucanson's dancing doll? Appearances can be deceiving, mesdames. The Count has made extraordinary improvements to this automat. Aegis, this is Her Majesty the Queen. You are now to serve her. Make sure no harm comes to her and obey the orders she will give you. Madame, I am at your service. Votre les He can speak. This makes no sense. This is sorcery. Make no mistake, mesdames, it is science, which we owe to the work of the Count. And which will soon be made known to the entire world. Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen Hexerei. Ich hoffe, das klären die mal noch auf, wie die das machen. Ein Ersatzhebel? Achso, für hier. Oder? The marble courtyard is this way. Someone is expecting me. I can feel it. The worst. I can feel it. Oh. Ist das der Ernst? Jetzt muss ich wieder übelst viele Kollegen umhauen, Alter. Wir sind jetzt einmal komplett um Versailles gelaufen. Ist das der Ernst? Hier unten steht unsere scheiß Kutsche, oder? Ja. Oh, nö. Ihr wollt mich schon komplett verarschen, oder? Jo, schmeckt. Gehst nur richtig auf den Sack.
Jetzt habe ich mal ganz kurz gedacht, ich muss sterben, Alter. What the fuck? Hey. Hä? Tja, und wie komme ich jetzt hier rein, Bro? Hä? Wir brauchen den Weg in die Höhle rein, Alter. Hä? Es geht? Ach. Das war der Ersatzhebel. Ich dachte vor uns den Hebel, den wir aufgenommen haben, der war dann für den nächsten. Oh, so. Jetzt geht hier die Tür auf. Okay. Ja, cooler Mechanismus, du. Neues Gebiet, der Schlosshof. Es wird Zeit, dass wir wieder einen Titan wegplatzen. Ja, hier hinten. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Halb Mensch, halb Vogel. Nee, halb Automat, halb Vogel. So. Eiserne Königin. Die, Alter. Die geht aber ganz anders. Explosion mag die ja gar nicht. Ja, Explosion ist nicht so dein Ding, oder? Wow. Oh mein Gott. Ich habe einfach von dem ganzen Spiel noch alle Granaten gefühlt übrig. Boah.
You struggle in vain, dancer! You're not long for this world! Oh, see how the Aegis turns against its master. You are not my master, tyrant! You never were! I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now! Passons! Athenais! Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. No! Bonté divine. I don't want to die. Athenais. The sun is rising. And you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you. Just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vivez heureuse, Athenais. For it is happily that I leave this world. This way, monsieur. Monsieur, we have the king. It is now up to us to wield his scepter. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure the Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later they will no longer be able to move and, par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again.
It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I believe I am the person who is best suited to exercise power. Of course, I will only hold office for as long as it takes to set up a new assembly and a government of the people. For the French will no longer tolerate a king. We can be sure of that. Are you joking? What have you done that would convince us to let you take down the monarchy? Answer, Monsieur de Robespierre. You have our full attention. Everyone here knows that I have the fortune that Monsieur Necker was kind enough to leave us. My conduct convinced Aegis to entrust it to me. Do you think we are prepared to let a simple representative from Artois squander this treasure as he pleases? I promise to use every cent of it to help the nation recover. Do you doubt my word? No, I wouldn't dare. Oh, Maximilien I, man of great virtue. Go on, Monsieur de Robespierre. I flatter myself that while I have no personal fortune, I possess the greatest treasure of all, the support of the people, and the ability to convince those who are in error. Yes, I can attest to that. Maximilian is a just and virtuous man if ever there was one. Though I have always sought moderation and pragmatism, I now agree with him that in the case of abolition, principle must come first. You know that I share your views on emancipation. It is astonishing that I am never given credit. Monsieur, I rest my case. Very well. We must now make our decision. I pray that each of us shall respect this decision and set aside our personal interests for the sake of peace and the common good. Who among you approves the appointment of Monsieur Maximilien de Robespierre? The National Convention welcomes Citoyen Robespierre, Consul of the Republic. Citoyen Louis de Bourbon, former King of France, in the name of the French people, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, the members of the National Convention, meeting as an extraordinary court, have voted to sentence you to death. The sentence will be carried out on the hour. Now that justice has been done, the nation is ready to hear your last words. My loyal subjects, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays. I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with the mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I
in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, Vatu. I will sleep now. Sleep at last, and not to dream.